Aber, das ist nicht möglich. Sie müssen sich irren. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Bei diesem Gemälde handelt es sich eindeutig um eine Fälschung. Und zwar um eine sehr raffinierte. Die Unvernunft der Gefühle ist seit Generationen in Familienbesitz. Es besteht kein Zweifel, euer Durchlaucht. Und das können Sie so schnell sehen? Es tut mir leid. Aber ich verstehe das nicht. Das Bild ist doch kürzlich erst restauriert worden. Das hätte man doch merken müssen. Möglicherweise, aber vielleicht sollten Sie sich mit Ihrem Restaurator unterhalten. Schade. Tja, dann wird's wohl nichts aus unserem Geschäft. Das tut mir leid, aber ich kann es wirklich noch nicht glauben. Natürlich können Sie auch eine zweite Meinung einholen. Aber bitte, schauen Sie selbst. Unter dem Mikroskop kann ich die Farbpartikel genauestens analysieren. So lassen sich die Materialzusammensetzung, aber auch das Alter des Exponats genau bestimmen. Ja, das mag ja alles sein, aber ich sehe nur bunte Striche. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das tut, dass Sie sich umsonst hierher bemüht haben. Wirklich jammerschade. Dennoch sollten wir froh sein über das Gutachten des Professors. Auch wenn das Ergebnis für Sie persönlich eine Katastrophe ist. Naja, wenigstens erspart es uns Ärger und Missverständnisse. Ja. Hoffentlich finden Sie bald eine Antwort darauf, wie das passieren konnte. Ja, das hoffe ich auch. So, jetzt muss ich mich sputen. Mein Flieger nach London geht bereits in 2 Stunden. Es wird ein Watteau versteigert. Vielleicht haben Sie davon gehört? Der Sohn meines früheren Hauslehrers leitet die Auktion. Wie klein die Welt doch ist. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen eine erfolgreiche Reise zu wünschen. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Wiedersehen unter besseren Vorzeichen. Durchlaucht? Luise, weinst du? Was ist denn passiert? Ja, ich weiß, dass es spät ist. Aber es kann doch nicht sein, dass ich Ihnen einen alten Meister anvertraue und dafür ein Falsifikat zurückbekomme. Nein, ich unterstelle Ihnen überhaupt nichts. Ich möchte nur eine Erklärung. Bitte? Sie sind nur für die Restaurierung zuständig? Dann hätte Ihnen doch beim Restaurieren auffallen müssen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Ja, was weiß ich denn? An den Farben, der Leinwand, dem Bindemittel. Was erzähle ich denn hier eigentlich? Sie sind doch der Experte. Mhm. Ja, ich weiß, dass Sie mir von Carla von Landstein empfohlen worden sind. Fein. Gute Nacht. Ich bin im Hangar. Kommst du vorbei? Gregor. Was schaust du mich so an? Weißt schon noch, wer ich bin, oder? Ich bin's, dein Freund. Der Typ, von dem du nachts träumst.
Der Typ, für den du alles aufgegeben hast. Für den du einen alten Meister verkauft hast, nur um das Fürstentum zu retten. Ich bin der Typ, der mit dir in den Sonnenuntergang reitet. Der dich auf Rosen bettet, der dir die Sterne vom Himmel holt. Die Sterne und, wenn du willst, die Sonne. Kein Problem. Es ist eine Katastrophe. Das ist romantisch. Dachte ich, gefällt dir nicht. Schade. Ich konnte das Bild nicht verkaufen. Du konntest dich nicht von ihm trennen, willst du sagen? Es ist eine Fälschung. Was redest du da? Das hat der Professor eindeutig festgestellt. Professor? Es hätte doch dem Restaurator schon auffallen müssen, wenn überhaupt. Ja, das habe ich auch gesagt, aber es ist niemandem aufgefallen. Und was, wenn es irgendwie vertauscht wurde? Keine Ahnung. Oh Gott. Was wird mein Vater dazu sagen? Dein Vater. Was ist mit meinem Vater? Gregor! Gregor! Sie wünschen? Was sind Sie nur für ein Mensch? Sicherlich haben Sie eine gute Erklärung für impulsives Verhalten. Aber das passt zu Ihnen. Das ist ganz alte Schule, oder? Dem Gegner von hinten das Messer in den Rücken zu rammen. Einfach so. Wie bitte? Also ich habe zwar keine Ahnung, wovon Sie reden, aber wenn Sie auf die Geflogenheiten der Medici... Kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen Medici! Junger Mann, es reicht. Entweder erklären Sie mir jetzt, was Sie von mir wollen, oder Sie verlassen sofort diesen Ort. Ich kann Ihnen sagen, was Ihr Problem ist. Sie verkraften es nicht, dass sich Luise für mich entschieden hat. Das sprengt den Rahmen Ihres adeligen Horizontes. Lieber verschachern Sie sie wie ein Kamel an irgendeinen dubiosen Baron. Und das alles nur, um Ihr marodes Fürstentum zu retten. Das Fürstentum, das Sie ganz persönlich in den Ruin getrieben haben. Sie haben nicht den leisesten Schimmer, wovon Sie reden, sonst würden Sie hier nicht so frech das Wort hören. Und weil Sie damit nicht durchkommen, tun Sie alles, um unsere Liebe zu boykottieren. Diesbezüglich vertraue ich weiterhin meiner Tochter. Das mit dem Vertrauen, das kann ja nicht so weit her sein. Oder wie kann es kommen, dass Sie das Gemälde, das Luise verkaufen wollte, gegen eine Fälschung ausgetauscht haben? Hm?